Heute mal wieder ein neues Video von meiner Couch, aber leider heute in einem anderen Format. Und zwar hat es den Hintergrund, dass ich leider in Quarantäne bin Kontaktperson 1. Ja, und aus dem Grund halt heute ein Video, das eher wie so ein Vlog-Video ist. Also das habe ich mir jetzt überlegt, da ich ja jetzt durch die 2 Wochen Pause weder irgendwas arbeiten konnte, noch mich mit dem Thomas treffe, neue Videos zu machen. Ja, deshalb gibt es heute ein Video im Vlog-Format. Meine Honda, die soll ja jetzt demnächst mal zum TÜV, weil ich die echt den Sommer mal wieder gern fahren würde. TÜV ist seit 1,5 Jahren abgelaufen. Das Motorrad habe ich angefangen zu bauen vor, ich glaube schon fast 9 Jahre. 8, 9 Jahre so. Zu dem Motorrad wird es auch noch mal ein richtiges Video geben im Sommer. Das ist jetzt auch ein Grund dafür, dass wir halt auf jeden Fall TÜV machen, weil wir wollen ja da echt viele schöne Fahrszenen machen und so. Mal so ein, ja, richtig schönes Video darüber halt. Ja, dazu muss ich zum TÜV. Dazu muss sie laufen. Sie steht jetzt hier im Wohnzimmer. Und ja, man muss dazu sagen, das Motorrad ist genau da fertig geworden, wo wir hier schon im Hausbau gesteckt sind. Also ja, eigentlich hätte ich schon im Haus anfangen sollen, war aber noch dabei, das Motorrad fertig zu machen. War eine relativ hektische Zeit damals. Ja, was dann dazu geführt hat, dass das Ding blöderweise, wo es fast fertig war, vom Montagebock gefallen ist. Das war so ein richtig krasser Rückschlag halt, weil, naja, Tank am Arsch, Heck am Arsch, es ist auf dem Motor gefallen, Gehäusedeckel kaputt, Gabelbrücke kaputt, Scheinwerfertopf kaputt, nagelneu verchromter Lampenring kaputt. Also war wirklich richtig krass. Ich habe mich dann ja wirklich mal, ja, ich war glaube eine ganze Woche deprimiert, konnte gar nichts mehr machen, weil ich mich ja wie gesagt, naja, anstatt im Haus anzufangen, also es war alles unterschrieben, wir haben hier das, war ja kein Haus, es war eine Bürohalle, die wir gekauft haben. Ja, war eine einmalige Chance. Weil ich eigentlich schon immer davon träumt habe, ein etwas anderes Haus zu bauen. Und, ja, hier machen wir vielleicht auch mal ein Video drüber, wie das Ganze entstanden ist. War auf jeden Fall hier eine leere Bürohalle, ohne Wände, ohne gar nichts, die wir halt jetzt die letzten 2, 3 Jahre komplett in Eigenleistung ja, zu einem Haus, Loft-mäßige Wohnimmobilie-Dingsbums umgebaut haben. Ja, dafür musste ich halt auch fast all meine Sachen opfern. Also ich hatte viele schöne Autos, habe natürlich, ja, wie die meisten junge Leute nicht richtig gespart, hat halt nichts auf der hohen Kante, musste dementsprechend ziemlich viel Zeug zu Geld machen. Das Einzige, das jetzt noch übrig ist, ist eigentlich die Honda. Ja, und deshalb soll es über die mal ein schönes Video geben. Und naja, sie steht jetzt schon lang. Der Hergang war dann so, als die von der Werkbank gefallen ist, habe ich dann halt, ja, habe sie fertig gemacht, aber hatte dann überhaupt gar keine richtige Lust mehr auf das Ding, weil es hat mich so viel Nerven gekostet. Es kostet mich immer noch Nerven, weil sie sieht jetzt zwar gerade schön aus, sie hat auch, war beim TÜV und alles, es hat alles geklappt, aber leider ist wahrscheinlich bei dem Missgeschick, das mir passiert ist, wo sie von der Werkbank fiel, muss die wahrscheinlich so blöd runtergefallen sein, dass sie auf die Schaltwelle knallt ist. Und jetzt vermute ich, da wir schon wirklich viel Zeit investiert haben, Kupplung nachgestellt, versucht am Getriebe was nachzustellen, wirklich alles geschaut, ohne das Motorrad zu zerlegen. Aber im zweiten Gang, genau da, wo man es braucht, Ortsschild, Ortsausgang, Hahn auf, volles Drehmoment, springt der zweite Gang aus. Also deswegen vermute ich, dass bei dem Sturz halt leider Schaltgabel verbogen wurde. Macht jetzt aber auch mal nichts aus. Das Motorrad fährt, man kann fahren, man kann schalten, man kann halt nur dem zweiten volle Bude der Hahn aufdrehen. Gucken wir uns das Ding mal an und ich erzähle ein paar Sachen dazu und der Plan in dem Video ist eigentlich, das Motorrad hier rausholen und dann rüberzustellen, hier hinter dem Fenster. Es soll mal meine Garage entstehen, beziehungsweise auch meine Motorradwerkstatt, also das ist schon auch ein Traum, der eigentlich so der Haupttraum war in der Immobilie, dass ich halt wohnen kann und nebendran eine kleine Motorradwerkstatt habe, wo ich einfach gemütlich meine Motorradsache machen kann, ohne dass ich nebendran immer Autoflex oder irgendjemand, ich kann da 2 Wochen weggehen und es bleibt einfach so liegen, wie ich es verlassen habe. Da ist jetzt aber noch gar nichts fertig, das ist alles noch Rohbau, aber da schicken wir jetzt mal die Honda rüber und dann
versuche ich mal die dort zum Laufen zu bringen. Ich habe schon mal ein Batterieladegerät angeschlossen. Batterie ist geladen, Ladegerät ist fertig. Yes, funktioniert. Ja, hier ein paar Details mal so kurz überflogen jetzt zum Motorrad. Ich habe hier vorne schön den Moto Gadget Tacho eingebaut. Habe hier auf den ehemaligen Anlasserknopf den Schalter gelegt, um halt durchzuschalten. Drehzahl, gut, hier könnte man jetzt noch Uhrzeit programmieren, Geschwindigkeit und Tageskilometerzähler. Habe hier die Kontrollleuchte noch mit eingefasst. Ja, wäre schon mal der erste Schritt. Lupe geht auch. Oh, jetzt ist der Hund aufgewacht. Wilhelm, du wärst du noch nicht aufgehört, oder? Ja, schlaf weiter. Ja, Motorradbatterie ist geladen. Das heißt, ich muss die jetzt mal vom Ständer holen. Ich habe da ja so einen Showständer geschweißt, beziehungsweise das versuche ich eigentlich bei allen Motorrädern, die ich so baue, zu machen, dass ich unten drunter eine Aufnahme habe, wo ich einen Ständer einhängen kann, dass das Motorrad halt richtig stabil steht, weil ich mag das gern, wenn die ausgestellt sind, beziehungsweise ausgestellt, oder wenn ich die halt jetzt gerade so wie in dem Fall ins Wohnzimmer stelle, weil es ja doch, ja, ich sehe es schon ein bisschen außer als Kunstwerk. Die viele Arbeit, die da drin steckt, die guckt man sich ja auch gern an. Bei mir ist es sowieso so, dass ich eigentlich viel gerne irgendwas baue, als ich dann das am Ende benutze. Also, ja, ich habe mehr Spaß dran am Bau als am Fahren. Bei manchen, bei der meisten ist es vielleicht andersrum. Ja. Wie gesagt, ich hole die jetzt von dem Ständer runter. Jetzt sind wir hier. Wie gesagt, hier sieht es schon gleich nicht mehr so schön aus. Das ist alles noch Rohbau. Hier kann man auch sehen, dass es eigentlich überhaupt gar kein altes Haus ist, sondern eine Industriehalle. Wenn man ein Garagentor reinmacht, hier ist mal so eine Sammlung alter Maschinen. Da habe ich von meinem Kumpel Achim ein englisches Rad bekommen. Also, ja, das ist wohl der Inbegriff von Blechbearbeitung. Optisch mega ansprechend aus, also ich stehe total auch mit der Patina, mit dem Ganzen. Ja, das stand ewig im Freien. Werde ich wieder restaurieren müssen. Komme neue Rolle hin, das wird halt alles neu gemacht, dass es funktioniert, aber dass es weiterhin so alt aussieht. Ich habe einen alten Bandschleifer. Hier ist mir letztens eine alte Drehmaschine zugelaufen. Das war jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen so ein Quarantäneprojekt. Konnte ja hier innen raus. Deshalb habe ich die schon mal komplett überholt. Hier oben an dem Schwenkschlitter, da war was kaputt, da kann ich jetzt halt nicht weitermachen, weil ich kann nicht in die andere Werkstatt fahren, um die Teile zu drehen, die hier kaputt sind. Aber ansonsten funktioniert wieder. 80 Jahre alt, Gänge funktionieren, Getriebe funktioniert, alles ist abgeschmiert, wird optisch so bleiben und soll genau den Look erzeugen, passend zu den Holztüren und dem Ganzen. Ja, jetzt spreche ich noch kurz meine Motorradwerkstatt an. Also wie gesagt, hier Garage später. Hier geht es hoch, auch wieder ins Wohngeschoss. Oben ist so ein Übergangsbereich, da ist Büro, Kreativecke zum Zeichnen und sowas. Ja, aber auch im Büro, das halt meine Freundin benutzt. Das ist so der Übergangsbereich wieder von quasi Werkstatt, Männerhöhle zu Hausbereich. Ja, dann hier mal noch kurz ansprechen. Der Raum hier wird später meine kleine heilige Halle, Motorradwerkstatt. Es ist nicht groß, ist aber auch mit Absicht nicht groß. Wir haben hier extra Wände gebaut, 200er Stärke, die später komplett ausgeflockt werden. Das heißt, ja, mit so einem Flockmaterial, das hat halt die beste Schallisolierung. Hier für den Eingangsbereich habe ich mir ein Dings gekauft, so eine Terrassefront, aber vierfach verglast
und doppelte Dichtung. Hat hoffentlich den Effekt, dass nicht so viel Krach rausdringt, wenn ich hier mal was schleife oder flex. Und dass durch die doppelte Dichtung auch der Gestank vom Flex und Schweißen nicht rausgeht. Genauso habe ich hier eine Zuluftscher für meine Absaugung, also es bläst vom Ofen auf dem Dachgiebel die warme Luft rein. Erkläre ich aber alles im anderen Video nochmal genauer. Kran haben wir schon montiert, musste man machen, bevor wir im oberen Stock den Boden verlegen. Musste ich halt diese Kranschiene hochschrauben. Und mein absolutes Highlight, was eigentlich mit dem Motorrad zu tun hat, ich habe mir gesagt, nie wieder fällt mir so ein verficktes Motorrad von der Werkbank. Ja, das hat nicht lang gehalten, weil 3 Wochen später fiel die Boldor, die ich für Marius baut habe, runter. No, God, please, no, no, no! Ja, weil es halt eben krasser Stress war, Doppelbelastung, Motorräder fertig bekommen und du sollst aber eigentlich schon am Haus anfangen, weil die Bank sagt, hey, du musst in einem Jahr einziehen, sonst zahlst du halt doppelt, zahlst Miete und Tilgung. Ja, auf jeden Fall ist daraus das entstanden, dass ich, wenn ich jemals eine Motorradwerkstatt haben will, dass da ein Kran drüber ist, dass ich das Motorrad mit dem Kran sichern kann. Und wir haben hier eine Mordsarbeit schon gemacht. Mein Kumpel Sven hat hier mit einer Steinsäge den Boden durchgeschnitten. Man muss dazu sagen, das ist eine Industriehalle, die hat eine 30 cm Betoplatte unten. Also es war eine richtige Schinderei. Haben hier rausgesägt. Was hier jetzt so einfach aussieht, ist schon gebaut, ein Schweißtisch im Motorrad Hebebühnenformat. Also ich kann hier meine Schraubzwinger abstecken oder, keine Ahnung, wenn ich meinen Starrahmenumbau mache, kann ich die Originalmaße abstecken vom Motorrad und kann mir halt eine Vorrichtung draufstecken. Und darunter ist eine hydraulische Scherehebebühne mit einer Zuleitung, die dann später unter der Werkbank ist, da wird das Hydraulikaggregat sein. Das heißt, ich kann einfach in der Boden versenkt ein Motorrad runterlassen. Naja, und so fällt es nicht mehr runter, sondern vielleicht nur noch um. Ja, keine Ahnung, vielleicht dann der Schaden nicht ganz so groß. Ja, dann haben wir hier noch einen Estrich drauf gemacht mit 6 cm, weil ja wie gesagt hier die Terrassetürfront ist, die Terrassetür und die hatte halt später unten natürlich auch eine Dichtlippe. Das war halt der Nachteil, dass man dann einen Übertritt hat. Deshalb haben wir gedacht, ja okay, setzen wir das hoch, muss man nur hochgehen und nicht drüber, wenn man ein Motorrad reinschiebt. Aber das ist halt der Kompromiss, wenn man im Haus flexen will und man lebt natürlich nicht allein. Deshalb, ja. Dazu kommt ein extra Video irgendwann, vielleicht auch über das Sommer, weil das jetzt über den Sommer eigentlich alles ausgebaut werden soll, dass ich hier im Herbst anfangen kann mit Schrauben. Deshalb wird es im Sommer eine Pause geben mit Autoprojekten, nur immer mal zwischendrin. Vielleicht das, was der Mutlo bringt, aber sonst Pause. Wird hier fertig gemacht und jetzt geht es endlich mal weiter am Motorrad. Ja, Batterie ist voll. Können wir noch am Sprit schauen. Ja, Sprit ist zwar drin, aber der riecht schon ein bisschen verblasst. Deshalb tanke ich jetzt mal Sprit rein und dann schauen wir mal, ob sie angeht. Okay, scheiße. Kerze rausschrauben geht gar nicht ohne Zinnkerzennuss. Aber ich habe draußen in der Garage noch meine XR stehen und da habe ich einen Werkzeugkoffer. Wenn ich Glück habe, ist da ein Zündkerzenschlüssel drin, sonst muss man hier abbrechen. So, muss ich meine supergeile Kamera wieder von meinem supergeilen Stativ wegmachen, vom Zeitraffer. Ihr seht, pure Improvisation, weil ich hier einfach gar nichts habe. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob in der Werkzeugtasche von der XR tatsächlich die passende Nuss drin ist. Ja, sieht doch vielleicht schon gar nicht so schlecht aus. Yes! Passt.
Also kommt jetzt der Zeitraffer vom Zündkerze wechseln. So, Kerzen sind einmal ausgebaut. Ich habe eine ganze Weile durchgedreht, bis ich so ein bisschen einen Ölkreislauf festgestellt habe in der Catchtank, aber eigentlich kaum spürbar, weil das braucht viel mehr Drehzahl wie durchs Kicken. Aber fürs gute Gewissen schadet es auf jeden Fall mal nicht, Kerze raus, mal durchkicken. Theoretisch Joke rein, Benzinhahn aufdrehen und versuche anzukicken. Aber ich muss erstmal nach meinem Hundebaby gucken, weil der ist noch nicht ganz stuberein. Und immer wenn der aufwacht, muss ich den rausschmeißen. Hey. Okay, er schläft noch. Gut, also dann wird es jetzt ernst. Das mache ich jetzt mal ohne Zeitraffer. Stelle die Kamera hier auf. Drückt mir die Daumen, ob es funktioniert. Spätestens dann ist der Hund nämlich wach. Ich weiß auf jeden Fall, ich werde nie mehr einen E-Starter ausbauen, weil er drin war. Die schlechteste Kondition der Welt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, Scheiße. So wie es aussieht, habe ich ein Problem mit meiner Vergaserschwimmer. Scheiße. Wahrscheinlich Schwimmernadel verklebt. Das heißt, noch ein Zeitraffer. Schwimmernadeln waren nicht verklebt, dummerweise. Vielleicht ist das jetzt hier das Ende vom Video. Vielleicht haben sich die Nadeln auch schon gelöst. Wenn die sich nicht gelöst haben, sind die Schwimmer kaputt. Hatte ich einen Einvergaser schon mal, müsste ich neue Schwimmer bestellen. Wenn jetzt wieder so viel Benzin raussifft, dann brauche ich neue Schwimmer. Naja, ich hoffe, ihr hattet dann trotzdem Spaß in dem Video. Wir machen nochmal einen Test. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber der zweite Vergaser leckt. Wilhelm, was ist los? Bist du wach? Ja, dann ist das jetzt hier das Ende vom Video. Entweder gibt es dann nochmal so ein Vlog-Video, wenn ihr meint, Vlog-Videos mal ab und zu dazwischen
Fändet ihr cool halt. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich gehe jetzt mal mit dem Hund Gassi. Hi! Ich habe meinen ersten Tag nach der Quarantäne genutzt. Bin zu der Firma Motorrad Bay gefahren. Die sind spezialisiert auf japanische Vergaser. Da kriegt man einfach alles vom Überholsatz bis zur Düse, bis zur letzten Feder und Schraube. Die haben mir jetzt eine sehr geile Beratung gegeben. Haben mir die Fehler aufgezeigt und was es liegen kann. Und ich habe jetzt alle möglichen Ersatzteile, unter anderem neue Vergaserventile, neue Schwimmer und noch anderes Zeug. Das baue ich jetzt ein. Wenn es funktioniert, seht ihr in dem Video doch noch, wie die Honda läuft, beziehungsweise hört sie. Also bis gleich. Two 2,000 years later. Wie ihr seht, sie läuft. Habe mich zwischendrin kurz einmal ein bisschen aufregen müssen. Aber eigentlich war ich nur zu dumm, einfach mal die Batteriespannung zu messen. Das Ladegerät hat zwar aufgehört zu laden, aber so wie es aussieht, ist die Batterie kaputt und hat nicht mehr genug Spannung gehabt. Da kann man glatt reden wie blöd, wenn man keinen ordentlichen Funke hat. Sie läuft, braucht eine neue Batterie. Also wieder kein ganzer Erfolg, aber sie läuft. Ja.